kann nicht mehr. Es tut alles weh. Also das Race Across Germany ist ein Ultraradrennen, einmal quer durch Deutschland. Von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen, das sind ungefähr 1100 Kilometer bei knapp 7100 Höhenmeter. Jede Pause, die geht halt mit in die Rennzeit ein. Sportlich ist es das wichtigste Rennen in Deutschland im Ultracycling. Wir werden den Akku vom SRM immer laden. Wir halten die Kette immer geölt. Wir machen immer genug Sitzcreme auf den Arsch. Wir nutzen immer genug Sonnencreme. Wir halten immer genug Ernährung bereit. Wir werden Garmisch-Partenkirchen in 48 Stunden erreichen. Come on you, FG! Ich bin der Fritz, ich bin Ultraradsportler und ich mache Ultraradsport seit über 10 Jahren. Und das Race Across Germany habe ich 2019 gewonnen. Beim Ultraradfahren gibt es immer den Sportler auf dem Fahrrad und ein Team, was quasi im Auto hinterherfährt, Support leistet. Und dann gibt es auch noch die Non-Supported-Kategorie. Ich bin Tristan Werner, bin jetzt 40 Jahre alt. Ich nehme das erste Mal an dem Race Across Germany teil. Und Erfahrungen bezüglich solcher Ultracycling-Rennen habe ich bisher gar keine gesammelt. Ich starte in der Klasse Non-Supported, das heißt, ich fahre ohne fremde Hilfe von Flensburg nach Garmisch. 60 Stunden ist mein Zeitfenster. Mich reizt es, ob ich es schaffe, in diesem Zeitraum durchzufahren und wie mein Körper es verträgt, auch mit den Schmerzen umzugehen. Komplett mal was anderes, einfach über seinen Wohlfühlbereich beim Radfahren einfach mal noch eine Schippe draufzulegen. Ich bin der Dieter Göpfert und ich bin seit 25 Jahren der Veranstalter von dem Race Across Germany. Warum tut sich der Mensch sowas an? Über 50 Stunden, 48 Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen. Ich sag's ganz einfach, das ist ein Kick. Vor allem, wenn du das gefahren hast, das vergisst du nie mehr in deinem Leben. Das ist immer irgendwo ist das bei dir dabei. In welcher Verfassung ist so ein Starter? Also es gibt wirklich, da haben manche wirklich so diesen Coolness-Faktor. Ob sie es wirklich sind, nach außen ja. Und manche, die stehen wirklich so am Fahrrad und die zittern, die vibrieren. Die muss ich dann wirklich am Start mit einem coolen Spruch anpushen. Hey, euer Applaus! Jetzt komm runter, das ist jetzt dein Rennen. Genieß es die nächsten 50 Stunden, wie auch immer. Und genau, also die stehen total unterschiedlich da unten. Ich wünsche euch alles Gute. Aufregung ist ein bisschen da, Nervosität eigentlich nicht. Und ich schaue in viele motivierte Gesichter. Alle wissen, was auf sie zukommt. Kann man auch noch abbrechen. Eieiei. Jetzt ist hier alles organisiert, ne? Jetzt können wir ja nicht aufhören. Nee, die Lust kommt vielleicht dann unterwegs. Sonntag. Richtung Zieleinlauf vielleicht. So, jetzt kommt um 8:26 Uhr der Tristan Werner vom Team Fahrrad Schibi. Also Tristan, ich wünsche dir alles Gute. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hey, dein Applaus! Alles Gute, Tristan! 5, 4, 3, 2, 1, go! Fritz! Hey! Ich fühle mich vom Kopf her gut, aber ich habe halt die letzten 2 Wochen krank im Bett gelegen. Das war jetzt nicht die optimale Vorbereitung. Das bereitet mir große Kopfschmerzen. Aber ich will es trotzdem probieren. Ich lasse es langsamer angehen als geplant und dann gucken wir mal, wie weit es geht.
Wir sind hier im Harz in Clausthal-Zellerfeld. Bin hier geboren, aufgewachsen und lebe hier schon mein ganzes Leben lang. Ich lebe hier, ich arbeite hier, ich trainiere hier. Eigentlich ist das hier so der Ausgangspunkt von meinen Projekten. Wenn man Ultracycling so von außen betrachtet, geht es ja meistens tatsächlich dann nur um das Rennen selbst. Aber auf so ein Projekt arbeitet man ja über Monate, wenn nicht sogar Jahre hin. Ich suche jetzt gerade die Lager, die wir ein- und ausbauen wollen. Ich weiß, dass ich sie besitze, aber ich weiß nicht genau wo. Das muss einfach gemacht werden, wegen Verschleiß. Und ich habe hier noch vom letzten Projekt das alles in so Beuteln verpackt, nach Themen. Steht auch dran, was es ist. Antrieb reparieren. Und ich muss mal gucken, ob ich tatsächlich auch alles hier habe. Oder ob ich gleich wieder hochrennen muss. Man ist halt immer irgendwie am Suchen und sucht das ganze Zeugs zusammen. Das ist jetzt nicht unüblich, dass ich dabei 1000-mal durchs Haus renne. Bis man dann alles zusammen hat, aber lieber jetzt suchen, als dann im Rennen. Hier, glaube ich, wird es auch nicht sein. Kriege ich es im Kopf zusammen. Mal kurz überlegen. Also es ist ja ein Ersatzteil. Wir haben eine Kiste letztes Jahr mit Ersatzteilen dabei gehabt. Da muss es drin sein. Da ist es. Und das zweite ist auch da. Genau. So ein komplettes Projekt ist immer super viel Improvisation. Ich könnte natürlich auch das Fahrrad zum Fahrradladen, zum Mechaniker bringen. Aber das kostet ja Geld. Und dann muss ich wieder an anderer Stelle improvisieren, weil ich muss das Geld irgendwie verdienen. Und dieser Kreis, der muss sich ja irgendwie schließen. Und weil ich, glaube ich, handwerklich relativ begabt bin, mache ich es lieber selber und spare mir das Geld. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht böse drum, dass es nicht gleich auf Anhieb alles funktioniert. Ich habe mich ja selber dazu entschieden, das so zu machen. Und es gibt dir das Gefühl, dass du halt Kontrolle über die Situation hast. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele vorm Start so mega aufgeregt sind. Weil sie einfach nicht wissen, was die nächsten Stunden passieren wird. Da weiß ich halt jetzt schon relativ gut, okay, was wird passieren, wie geht es mir nach 5 Stunden, wie geht es mir nach 12 Stunden. Schon alles diverse Male gemacht. 3 Stunden 40, ich glaube, ich bin jetzt durch Kiel gleich durch. Ja, ein bisschen Ernährung passt eigentlich, ein bisschen mehr trinken noch. Aber rollt sich bis jetzt ganz gut. Zahlen, so was man sich so vorher überlegt hat, ist okay. Bin gut reingekommen, Puls relativ hoch gewesen für eine Stunde. War echt lange aufgeregt, aber ja, geht schon. Ich arbeite als Röstmeister bei der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Bin seit 20 Jahren in der Kaffeebranche tätig. Wir rösten bei uns nach dem traditionellen Langzeitröstverfahren. Während des Kaffeeröstens über meinen Probenzieher, da beobachte ich, wie sich das Aroma verhält. Der Kaffee muss dann nach dem Rösten abgekühlt werden bei uns. Das passiert durch die Luftkühlung. Und wenn der Kaffee dann quasi gesäubert ist, wird er bei uns abgefüllt und für mindestens 24 Stunden zwischengelagert. Und erst nach den 24 Stunden verarbeiten wir den Kaffee dann eben weiter. Ich kann vom Job her auf das Radfahren, kann ich so die Punkte mit übernehmen, dass ich konzentriert bleibe, dass ich fokussiert bleibe, dass ich auf Details eben achte. Gut. Und dann habe ich eben die Parameter mit meiner Kraft, mit der Ernährung, mit den Wattzahlen, wie weit ich eben komme. So die einzelnen Faktoren könnte man mit auf das Rennen, auf das Radfahren mit übertragen. Ich habe Brand wie eine Ziege, aber sonst geht's. Bisschen Regen, naja.
Es ist 17:08 Uhr, NDR 1 für den Nord. Das Wetter für uns in Schleswig-Holstein. Und das zieht sich zu. Einige Wolken bei uns, die immer dichter zusammenrücken und dann eben auch für richtig kräftige Schauer heute noch sorgen werden. Wir sind in einem Rennen. Also natürlich könnte man jetzt stehen bleiben, sich die Regenjacke anziehen und so weiter. Aber man verliert halt Zeit. Und ich weiß ja, die anderen müssen auch alle da durch. Also ich bin ja nicht der Einzige, der da im Regen steht. Deswegen fahre ich in der Regel einfach weiter. Mein oberstes Ziel ist dieses Jahr, dass wir die Flüssignahrung testen. Für mein Projekt nächstes Jahr einmal quer durch Amerika fahren. Da wollen wir quasi verifizieren, dass das mit der Flüssignahrung funktioniert, die ich entwickelt habe. Und ich werde mich zu 100% flüssig quasi ernähren. Also ich mache jetzt 50 Stück fertig, halt für jede Stunde eine. Dass wir auf jeden Fall mehr als genug haben. Wichtig ist, dass das halt genau abgewogen ist, weil wenn das Verhältnis nicht passt, dann funktioniert das Getränk nicht. Also das ist ja so ein bisschen das Faszinierende am Ultracycling, diese Vielseitigkeit. Du hast halt ganz, ganz viele Bereiche, in denen du irgendwie noch mal was optimieren kannst, was irgendwo aufs nächste Level bringen kannst. Und Ernährung ist halt ein Teil davon, aber es gibt natürlich auch viele, viele andere Bereiche. Das Team im Auto, das wird die Beutel eben nehmen und daraus die Flüssignahrung anmischen. Jetzt wollen wir halt wirklich austesten, was passiert, wenn ich ausschließlich das Zeug trinke. Moin Fritz. Ja, alles klar? Ja, ja. Ach du Scheiße. Ah. Wir haben da halt einen Ablauf im Team. Also ich habe ja den Funk und ich fahre halt in der Regel rein und gucke, dass ich so weit wie möglich komme. Wenn ich durchkomme, dann weiß das Team, wenn es nichts mehr von mir hört, hat geklappt. Aber erstmal probiere ich durchzufahren, weil ich natürlich einmal mich auf der Rennstrecke bewegen will und nicht außerhalb. Und B ist halt meistens schneller, einfach sich irgendwie durchzuarbeiten, als jetzt einen großen Umweg außenrum zu fahren. Hoffentlich ist das nur ein kurzes Stück jetzt, ey. Wir haben dann einen Plan entworfen, was ist für mich realistisch zu schaffen am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag. Und haben dann gesagt, okay, in diesem Zeitfenster müsstest du die Strecke schaffen. Wir befinden uns hier im Fahrradladen von Sebastian Kelb. Sebastian ist sehr, sehr erfahren im Bereich Ultracycling-Rennen und ist für mich der erste Ansprechpartner gewesen, oder eben als die Idee kam, Race Across Germany zu fahren. Ich habe beim ersten Race Across Germany gemeint, ich schlafe fast gar nicht, schlafe irgendwie mal 3 Minuten, fahre dann weiter. Das ging bis gut Mitte der ersten Nacht gut. Dann musste mein Begleitteam mir sagen, entweder ich schlafe jetzt oder ich habe kein Begleitteam mehr. Mir ging es nämlich gar nicht mehr gut. Ich bin nur noch chaotisch Rad gefahren, da ging gar nichts mehr. Genau, das hatte ich auch als Überlegung festgestellt, dass für die erste Fahrt eben komplett, ja, sagen wir, Nonsens ist. Von daher eben haben wir die Zwischenstopps geplant mit Übernachtung und Schlaf vernünftig. Auch wenn ich mit Sebastian eben noch Kontakt gehabt habe, der kommt mir gleich entgegen. Und ja, jetzt geht's in den Abend hinein. Ach stimmt, ja, Fritz. Fritz. Unverhofft kam die 3. Regenschauer heute, also das 3. Mal komplett durchnässt und angehalten. Ich habe dann von Laden gesehen, das grüne Trikot kennst du doch. Fritz schon umgezogen. Ist natürlich enttäuschend. Man muss dann manchmal in manchen Situationen sich einfach eingestehen, jetzt geht es hier halt nicht weiter. Ich habe halt gemerkt, dass die Leistungswerte, die sind halt immer mehr zurückgegangen. Und es wurde halt immer zäher. Und ich glaube, der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt geht nichts mehr, da habe ich halt einfach keine Luft mehr bekommen.
Und dann habe ich halt gesagt, na, ich muss mal vom Fahrrad, und habe mich dann sofort hingelegt. Dann wurde mir schwarz vor Augen und ich habe halt einfach nicht mehr richtig Luft bekommen. Dass der einfach so anhält, das habe ich vorher so noch nicht erlebt und hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und ja, und dann ist Julian aus dem Auto gesprungen, dann auch, als wir gehalten haben, zu ihm hin. Und dann hat er sich sofort hingelegt. Also Julian hat nur eigentlich das Fahrrad nur noch geschnappt, damit es nicht hinfällt, so ungefähr. Und dann hat er sich auch schon so direkt auf den Boden gelegt. Also ja, da saß man dann im Auto und denkt so, okay, das ist jetzt nicht mehr normal. So, ab ins Bett. Pronto. So, fertig. Ich freue mich aufs Schlafen. Duschen und schlafen und liegen. Bis jetzt hat das Spaß gemacht. Gerade jetzt wirklich nochmal die 3 Stunden mit den Jungs. Hat nochmal Kraft gegeben. Muss ich noch schnell dem Dieter Bescheid sagen, dem Organisator. Servus Dieter, kurze Rückmeldung. Ich bin etwas müde. Der Tag läuft ganz gut. Mache jetzt Pause in Vechede mit Schlafen. Wahrscheinlich 2-3 Stunden, würde mich dann wieder melden, wenn es weitergeht, dass du dich nicht wunderst, dass der Trecker nicht läuft. Bis dann, Antenne. Der muss wissen, wenn man länger als ein paar Minuten, glaube ich, als 10 Minuten Pause macht, dass er Bescheid weiß, wo seine Jungs, seine Schäfchen sind unterwegs. Was morgen Samstag. 4:15 Uhr. 2 Stunden nur Schlaf. Muss reichen. Rad ist quasi schon präpariert, jetzt ich noch, und die Lust ist noch nicht so da, wieder raus, aber hilft nichts, muss, ne? Ja, Hintern fühlt sich eigentlich ganz gut an. Schauen, wie die Sitzschwierigkeiten dann kommen, weil die werden kommen, aber naja. Im Moment habe ich so einen kleinen toten Punkt, aber wenn ich jetzt mal Kaffee getrunken habe, dann geht das schon wieder. Beim ersten Mal bin ich im Vera-Sultal ausgeschieden nachher und hat mich mit dem Gewicht total verkalkuliert. Ich hatte viel zu viel Zeug mit dabei gehabt. Und letztes Jahr hatte ich mich einmal verfahren gehabt, 50 Kilometer zu viel. Und auf die letzten 200 Kilometer hatte ich mich wund gefahren, aber richtig, so dass die letzten 50 nur noch im Stehen gingen. Bin ich halt erst Montag um 14 Uhr angekommen, statt Sonntagabend. Naja, ist eine Sucht halt. Ich habe durchgerechnet, es wird eine zähe Veranstaltung heute. Die Berge kommen jetzt. Jetzt kommen die Höhenmeter. Da können wir die Pace nicht halten. Also ich zumindest nicht. Vor allem will ich mir was beweisen, ob ich den Schmerzpunkt überwinden kann, und kann für mich dann sagen, jetzt einfach nur noch nach vorne, konzentriere dich, das weiterzufahren zum nächsten Zielpunkt. Man sagt nicht, ich fahre jetzt zu Ende, sondern man kann sich dann helfen. Ich teile die letzte Etappe dann nochmal in Unterziele oder in Ziele ein, in Unterschritte, in die nächsten Schritte. Nochmal 50, nochmal 50, nochmal 100, nochmal 100. So ernährt sich das Eichhörnchen, wie man so schön sagt. Und dann vergisst man so vielleicht die Schmerzen, das Leid. Warum tue ich mir das überhaupt an? Und dann kommt man eben wieder eine Stunde weiter vorwärts. Ja, 562. Ja, gut, das bleibt mit den Anstiegen nicht übrig. Das heißt, so in 50 Kilometer, ich glaube bei 610, kommen meine Eltern. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so schlecht geschlafen. Also mir geht's ziemlich schlecht. So ein Rückschlag, der holt einen halt immer so ein bisschen auch auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, mit so einem sozusagen tief umzugehen, ist natürlich immer schwieriger, als wenn gerade alles super gut läuft. Bei einem 100-Meter-Lauf kann ich halt am Start schon die Ziellinie sehen.
Beim Ultracycling, da liegen da Tage, Stunden dazwischen. Natürlich kann ich mit einer guten Planung den Anteil an Unvorhergesehenem möglichst gering halten, aber so komplett weg geht's halt nie. Das könnte er sein. Ja, ja, da kommt er. Wie geht's, Werni? Naja. Muss, ne? Was denn? Los. Bin ich bekloppt, aber naja. Das kannst ja wohl laut sein. Oh. Meinst du, schaffst es? Sebastian sagt, ich liege gut in der Zeit. Wichtig ist, dass du ihn nicht übernimmst, mein Freund. Ja? Wenn es nicht geht, dann hörst du auf. Ist egal. Da liegst du, Tussi. 28. Ah ja, guck mal, da sind noch einige hinter dir. Hast du gut geschlafen? Für die 1,5 Stunden fast, ja. Gut. Alles klar. Was ist denn? Und denke dran, wenn es nicht mehr geht, ne? Ja, dann mach ich Bescheid. eine Pause. Vielen Dank. Es läuft. Es geht. Langsam, aber es läuft. 700 Kilometer einfach so mit dem Radl und dann der Zeitdruck ist noch da. Eigentlich bescheuert, aber man könnte das auch entspannter haben. Ach du Scheiße. 707 Kilometer. Lecco mio. Schultern habe ich jetzt, Nacken habe ich, Knie. Beide Seiten fangen langsam an, sich zu melden. Der Bob ist. Also alles Schmerzen, die man nach 700 Kilometern schon mal haben dürfte wahrscheinlich. $1,75 genau. Passt. Ich danke. Ja, wir fahren ja auch runter. Ach, du fährst ja immer noch? Ja, hör auf, hör auf. Ich bin froh, dass ich noch fahre. Und selbst, wie kommt ihr voran? Ja, du bist mir zu schnell. Also ich bleib hier unterwegs dann auch noch mal liegen, dann holt ihr mich ja eh wieder ein. Ja, wir fahren durch. Ohne Schlafen? Oder wenn es dann sein muss? Ist zu kalt. Ja, das ist krass. Also echt jetzt? Es ist ein Rennen, aber irgendwo ist man ja auch, teilt man ja auch die gleiche Passion. Und eigentlich entsteht dann eher immer so dieses, ja, und wer bist du, was machst du? Und dann kommt man so ein bisschen ins Reden. Aber geht alles. Hey, es ist 19:10 Uhr. Auf geht's. Dann habe ich ungefähr 3 Stunden, um zu ruhen, länger als gestern. Und dann nehmen wir morgen die letzte Etappe in Angriff. Lief doch ganz gut. Gutes Nächtle. Das sind jetzt knapp 16 Stunden, die ich noch Zeit habe für 290 Kilometer. Irgendwie wird das, ich weiß nur noch nicht wie, einfach losfahren. Gut. Aber mir tut alles weh. Wird wahrscheinlich nur noch umfallen, wenn ich ins Ziel ankomme heute. Aber ja, habe ich mir selber ausgesucht. Es ist noch ein langer Weg und
100, 100, 100 und dann gucken wir mal, wo wir heute Mittag sind. Jo, Dieter, alter Cowboy. Mauchenstation, 9:22 Uhr. Ich komme in großen Schritten, komme ich dir näher. Du kannst schon mal das Hefe kalt stellen. Die Stimmungslage ist tatsächlich gar nicht schlecht, weil ich bei den Non-Supported Frauen gerade auf Platz 1 bin. Jetzt die letzten 90 und dann Attacke. Also jetzt einfach irgendwie kontinuierlich rollen und nicht überpacen, weil sonst geht's noch schief. Nicht blind oder was? Normales Wasser. Das Fahren selber macht keinen Spaß, macht nur Spaß, dem Ziel näher zu kommen. Das ist schon Wahnsinn, dass ich überhaupt so weit komme. Egal was weh tut, einfach fahren, aber das kostet Überwindung heute. Ich kann die Beine gar nicht richtig. Das wird hier alles hart hier unten. Fix und Foxy, alles. Komplette Körper. Ja, bis später. Das ist der Hammer. Gell? Wow, echt. Genieße es. Mega erleichtert, weil ich tatsächlich so viele Momente hatte zwischendurch, auch heute Nacht, dass ich echt dachte so, boah, scheiße, ich komme nicht mehr an. Es ist einfach nur krass. Alles weh. Jeder Tritt. Kannst du langsam begreifen, dass ich es in der Zeit geschafft habe. Dann hörst du diese Nachrichten, denkst, oh weierweise, wie der leidet, wie soll das funktionieren? Aber so der letzte Satz war immer, stell das Bier kalt. Der Cowboy steht da. Endpunkt. Vielen Dank. Wow. Du bist ein geiler Mensch. Zum Wohl. Hey. Fix und Foxy. Kann man gar nicht glauben, oder? Wenn du jetzt hier bist, dass du vor 2 Tagen noch oben an der Ostsee warst. 2 Tage. Wahnsinn, oder? Ja. Geil, echt. Genieß den Moment. Den nimmt dir keiner mehr. Nee. Und wie ich jetzt hier bin, bin ich einfach nur froh, dass es vorbei ist, dass es geschafft ist und Pünktlichkeit. Ne? Und ja, freue mich auf erstmal nichts tun. Ich wusste, dass Schmerzen kommen, aber dass meine Beine irgendwann heute nicht mehr am letzten Tag eigentlich nicht mehr funktionieren wollen und die Sitzschwierigkeiten, dass das so krass ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das kannst du ins Gruselkabinett. So langsam realisiert man, was man wirklich geschafft hat, gerade im Austausch mit den anderen Teilnehmern, was das doch für eine enorme Leistung ist für die letzten 2,5 Tage.
Das hat sich so hingezogen.